das Wort. Ja, herzlich willkommen im Konrad-Adenauer-Haus. Die Sonne scheint, ein tolles Omen für die Woche. Wir hatten auch sehr erfolgreiche Sitzungen. Wir haben das Sondierungspapier einstimmig angenommen, sowohl im Präsidium als auch im Bundesvorstand. Und es wurde auch grünes Licht gegeben für die Koalitionsverhandlungen, auch das einstimmig in beiden Gremien. Es geht am Donnerstag los, 16 Arbeitsgruppen, 10 Tage Zeit. Wir haben keine Zeit zu verlieren, das heißt, wir müssen konzentriert weiterarbeiten und entsprechend sind wir auch mit der SPD und mit der CSU sowieso im Einvernehmen, dass wir hier Dampf machen müssen. Der erste Schritt ist gemacht für den Politikwechsel, der zweite muss folgen. Natürlich haben wir auf die internationale Weltlage reagiert und gleichzeitig auch hierzulande ein Investitionsprogramm in Aussicht gestellt. Aber ich will ganz klar sagen, dass der Anspruch formuliert wurde, gerade im Präsidium und auch im Bundesvorstand, dass das Ganze mit massiven Strukturreformen einhergehen muss. Wir brauchen in Deutschland eine große Verwaltungsreform. Wir brauchen eine Staatsmodernisierung, wir brauchen Bürokratierückbau. Das alles muss kommen. Erst dann wird es ein Erfolg werden mit dem großen Investitionsprogramm. Ferner brauchen wir Haushaltskonsolidierung. Das ist zwar nur ein Satz, der im Sondierungspapier steht, aber alle Sondierer sind sich dessen bewusst, dass das alles gegenfinanziert werden muss und entsprechend auch gespart werden muss. Darüber hinaus, das Potenzialwachstum muss hoch. Ich glaube, hier hat man die richtigen Ansätze geschafft, gerade im Bereich der Leistungsbereitschaft, die sehr hoch ist in Deutschland, die wir belohnen wollen. Leistung muss sich wieder lohnen. Wir wollen Überstundenzuschläge steuerfrei stellen. Wir wollen die Aktivrente umsetzen. Wir wollen die Energiepreise senken. Stichwort Netzentgelte, Stromsteuer. Wir werden eine Wochenarbeitszeit einführen, um mehr Flexibilität zu schaffen, auch und gerade um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser zu koordinieren. Gleichzeitig wird das Bürgergeld in der jetzigen Form abgeschafft. Es wird eine neue Grundsicherung geben, dass wir klar sagen, dass wer arbeiten kann, auch arbeiten gehen muss. Ansonsten gibt es keine sozialen Unterstützung. Wir gehen im Bereich Innovation rein, Stichwort Kernfusion, nur um ein Beispiel zu nennen, oder die Digitalagentur, die umgesetzt werden soll, um Fachkräfte aus dem Ausland schneller und erleichternd ein Angebot zu machen, nach Deutschland zu kommen. Ich kann Ihnen persönlich sagen, nach diesen 2 Wochen, irgendwie kommt es mir vor, als ob die Bundestagswahl 8 Wochen her ist oder 10 Wochen, das Klima in dieser, ich würde sagen, Arbeitskoalition. Das ist eine Arbeitskoalition, worüber wir reden, weil sich alle bewusst sind, welche Verantwortung sie tragen. Und dass wir Vertrauen zurückgewinnen müssen in die Mitte des Parlaments. Und entsprechend wird diese Arbeitskoalition neue Stabilität schaffen. Die Ampel war geprägt von permanentem Streit und Missgunst. Und diese Arbeitskoalition wird einen anderen Geist ausstrahlen. Ich hoffe, dass Sie das bereits in den letzten Tagen gespürt haben. Das ist ein anderer Stil, nämlich ein Stil, der nach vorne gewandt ist, und wir wissen, worauf es in den nächsten 4 Jahren ankommt. Jetzt kommen wir zu Ihren Fragen und Herr Blank stellt die erste. Ja, Herr Linnemann, nun haben die Grünen gerade eben gesagt, ein wichtiges Fundament für ihre Politik, nämlich die Finanzpakete, denen werden sie nach dem jetzigen Gesetzentwurf nicht zustimmen. Es gibt Forderungen, die Finanzmittel für die Länder von 100 auf 200 Milliarden zu erhöhen, auch bei den Verteidigungsausgaben etwas. Ist das ein Gepoker aus Ihrer Sicht oder scheitert jetzt das Finanzpaket? Und eine Zusatzfrage, weil Frau Hasselmann empfohlen hat, der Union jetzt doch dringend mal mit der Linken zu reden. Werden Sie mit der Linken reden? Also zu Ihrem ersten Punkt. Es werden heute noch Gespräche stattfinden mit den Grünen. Ich finde, das muss in einem konstruktiven Klima erfolgen. Und das sehe ich eigentlich auch, zumindest wenn ich die Vorschläge der Grünen betrachte. Und der zweite Punkt, den sehe ich nicht, sondern die Gespräche mit den Grünen werden aufgenommen, auch mit der FDP. Und dann wird man sehen, wie weit man kommt. Herr Rinke.
Herr Lindemann, direkt da anschließend nochmal zu der Forderung der 3 Ländervertreter, dass man den Anteil für Länder und Kommunen von 100 auf 200 Milliarden aufstockt. Das legt ja nahe, dass möglicherweise die Mehrheit im Bundesrat gefährdet sein könnte. Und der Vorschlag hat auch Unterstützung von Ökonomen, weil die meisten Investitionen auf kommunaler Ebene stattfinden. Also wären Sie offen für so einen Vorschlag? Und was sagen Sie eigentlich zu dem Vorwurf der Grünen, der jetzt massiv geäußert wird, der Wählertäuschung, dass sie an verschiedenen Stellen, sowohl was Entlastung angeht, als auch die Ablehnung von Schuldenbremsenreformen und Sondervermögen vor der Wahl etwas anderes erzählt haben als jetzt? Danke. Ja. Zu Ihrer ersten Frage, Herr Rinke, bitte haben Sie Verständnis, da möchte ich den Gesprächen nichts vorwegnehmen, wäre auch völlig kontraproduktiv, wenn ich jetzt auf die 3 Forderungen hier konkret eingehen würde. Zu Ihrer anderen Frage, die Schuldenbremse bleibt. Sie wird an einer Stelle geöffnet, um der Weltlage gerecht zu werden. Wir wissen, dass der Nachschub der Amerikaner gestoppt wurde, Stichwort Ukraine. Wir wissen, was im Oval Office passiert. Wir kennen die Ankündigungen von Donald Trump und der amerikanischen Administration. Deutschland und Europa muss wieder verteidigungsfähig werden, und auf diese Herausforderung geben wir eine Antwort. Das Thema Investitionsprogramm, Sondervermögen, da mache ich doch kein Hehl daraus. Sie wissen, was ich vor der Wahl gesagt habe, da bleibe ich bei, dass ich das für schwierig grundsätzlich halte, trage aber diesen Kompromiss mit, möchte aber hinzufügen, dass das gekoppelt werden muss mit Strukturreformen. Das muss gekoppelt werden. Wenn wir keine umfassende Staatsreform hinbekommen, in den Planungsbeschleunigungen besser werden, wenn wir Brücken nicht innerhalb von 30 Jahren bauen, sondern innerhalb von 5 Jahren, dass wir Bürokratie wirklich abbauen und nicht als Politiker immer nur drüber reden, sondern es machen, dann bin ich fein damit, und diese Verabredung wurde so getroffen, und entsprechend muss gehandelt werden. Und auf der anderen Seite ist das so in einer Koalition, und gleichzeitig freue ich mich gerade im Bereich Arbeit und Soziales, dass dort auch viele Punkte stehen, die wir 1:1 so im Wahlkampf gefordert haben, die jetzt umgesetzt werden, und das haben wir im Schulterschluss mit der SPD verabredet. Als Beispiele bringe ich nur mal die Aktivrente, die steuerfreie Überstunde, die Wochenarbeitszeit oder auch das Thema Bürgergeld. Frau Rosbach. Vielen Dank, Herr Lindemann. Aber trotz allem zu den 500 Milliarden nochmal. Die Kritik vieler Ökonomen ist ja einhellig. Und mich würde schon interessieren, wie Sie sicherstellen wollen, dass davon wirklich nur zusätzliche Investitionen bezahlt werden. Also oder überhaupt Investitionen, und dass nicht einfach der investive Teil des Kernhaushaltes ausgelagert wird, damit Herr Söder die Mütterrente bekommt und die Gastronomie die 7% Mehrwertsteuer. Da können Sie sich darauf verlassen, dass ich darauf achte, dass das wirklich Investitionen sind. Und entsprechend wird das auch so in den Koalitionsverhandlungen verhandelt. Wir haben übrigens auch eine Arbeitsgruppe extra eingerichtet zum Thema Bürokratierückbau und Staatsmodernisierung. Dort werden auch diese strukturellen Fragen diskutiert. Und so wie ich Lars Klingbeil verstanden habe, und das finde ich sehr erfreulich, sieht er das genauso, dass wir schneller werden wollen, dass wir agiler werden müssen. Das müssen wir so oder so. Und deswegen kommt es jetzt auf die nächsten ab Donnerstag 10 Tage an, und danach gibt es natürlich noch weitere Runden, dass wir auch diesen zweiten Schritt zum Politikwechsel erfolgreich durchführen. Der Herr neben Frau Rosbach, dessen Namen ich leider nicht weiß. Erik Husch von der Epoch Times. Herr Lindemann, im Sondierungspapier ist die Sprache davon, dass freiwillige Bundesaufnahmeprogramme beendet werden soll, zum Beispiel für Afghanistan. Also will man so weit wie möglich beenden, ist die genaue Formulierung. Irreguläre Migration will man reduzieren oder zurückdrängen. Es fällt aber nicht der Begriff beenden zum Beispiel. Auch bei der Aberkennung des Schutzstatus bei Straftätern heißt es, will man konsequent anwenden. Aber es heißt nicht konsequent anwenden. Also im Wahlkampf wurde ein sehr harter, mit der Migrationspolitik und einer harten Wende geworben sozusagen. Sind diese weicheren Formulierungen den anstehenden Koalitionsverhandlungen mit der SPD geschuldet? Das wäre die erste Frage. Und zweite Frage, im Sondierungspapier ist die Rede von einem Zukunftspakt von Bund, Ländern und Kommunen. Auf was konnte man sich vielleicht schon verständigen mit der SPD? Wie genau kann dieser Zukunftspakt aussehen? Ja, zur ersten Frage, das ist bewusst in die Koalitionsverhandlungen gelegt worden, damit die das mit Leben füllen. Was das genau
Heißt, Entschuldigung, zur letzten Frage, zur ersten Frage, nein, wir sind da sehr klar, wir müssen natürlich schon schauen, was ist rechtlich möglich und was nicht. Das haben wir auch vor dem Wahlkampf so gesagt. Trotzdem, wir wollen die irreguläre oder illegale Migration, nennen Sie es wie Sie wollen, stoppen. Und deswegen deswegen steht auch das Thema Zurückweisung an der Grenze drin. Deswegen wollen wir auch die freiwilligen Programme stoppen. Und auch das Afghanistan-Programm. Und wir wollen auch diese Flugzeuge, die aus Afghanistan kommen, wo anscheinend lauter Ortskräfte drin sind, aber am Ende sich herausstellt, dass keine Ortskräfte oder nur sehr wenige drin sind, auch stoppen. Also hier sind wir sehr klar. Aber ich weiß auch, dass es gerade bei den Migrationsthemen hinterher auf das Machen ankommt. Wir müssen wissen, dass dieses Sondierungspapier nur ein Papier ist und die Arbeitskoalition muss jetzt beweisen in den Koalitionsverhandlungen, dass sie das konkret mit Leben füllt und es dann im dritten Schritt auch wirklich macht. Herr Doll. Das wird man in den Koalitionsverhandlungen konkret besprechen. Das haben wir in der Konkretheit nicht besprochen. Herr Doll. Herr Linnemann, 2 Fragen. Es wird jetzt etwas schwierig mit der Grundgesetzänderung, weil die Grünen sich nicht oder noch nicht bereit zeigen, da mitzumachen. Wäre es denkbar, eine Idee aus den Grünen aufzugreifen, indem man das Investitionspaket von den 500 Milliarden von der Lockerung der Schuldenbremse, Stichwort 1% für die Verteidigung, trennt und erstmal nur das Verteidigungspaket durchbringt und das andere dann versucht, mit einem neuen Bundestag zu machen? Und die zweite Frage ist, Sie hatten ja angekündigt, Politikwechsel, alles neu, schnell, schlank. Jetzt haben wir 11 Seiten Sondierungspapier, das ist noch vergleichsweise schlank, haben jetzt 16 Arbeitsgruppen. Läuft es dann am Ende, ich sage gar nicht, dass es immer schlecht lief in der Vergangenheit, wieder genauso, wie wir es schon hatten, mit großen Stäben, 16 Gruppen und so, wie wir das alles früher schon kennen? Also zu Ihrer ersten Frage, hier ist ganz klar das Ziel, das Gesamtpaket als solches zu verabschieden und es nicht aufzudröseln. Die Gespräche, wie das dann im Konkreten am Ende aussieht, werden geführt. Wie gesagt, heute sind auch Gespräche angesetzt. Und zu Ihrem zweiten Punkt, Sie kennen da meine Meinung. Also ich bin da sehr, sehr klar. Es gibt eine Änderung, das heißt die Arbeitsgruppen und diese Steuerungsgruppe, die sind ganz eng miteinander verzahnt. Das heißt, die Steuerungsgruppe wird darauf achten, dass eben nicht bis zur 6. Lebensmittelfutterverordnung, die in 3 Jahren vielleicht umgesetzt wird, alles im Detail geregelt wird, sondern dass wir uns wirklich auf die großen Punkte konzentrieren. Aber natürlich werden auch Detailpunkte drinstehen, weil wir kennen das ja. Wenn nicht klar ist, wie es zu verstehen ist, gibt es immer wieder einen Streit in der Koalition. Das wollen wir nicht. Und deswegen bleibt das Ziel, ihn möglichst knapper zu halten und nicht so in der Vergangenheit. Ich erinnere daran, ich glaube, Konrad Adenauer hatte keine 10 Seiten Koalitionsvertrag und der letzte war, ich weiß gar nicht, 170, 180 Seiten.